Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei einer neuen Folge Kholat. Meine lieben Freunde, wo wir im letzten Part hier endlich zu dieser, ja, ich denke mal, das war wohl irgendwie so eine Kirche gewesen, ne? Wo wir jetzt da endlich hinflüchten konnten und auch tatsächlich den Weg überhaupt dahin gefunden haben. Da war ja auch schon so ein Spektakel, ne? Und wir wollten ja jetzt den Zettel lesen. Ich möchte mich hier nur ganz kurz mal umgucken, aber gut, in diesem Spiel kann man ja sowieso nicht irgendwie großartig was mitnehmen oder hast du nicht gesehen. Ich eigentlich ein bisschen schade finde. Aber naja, gut. Nehmen wir uns mal den Zettel. I am an empty wreck, made in his image, but not alike. A servant, obedient to one master. My body is a shell, and I am ready to absorb him. Now I see the plan. I see the magnitude of devastation. The Creator summons me, and I want to be his food. I am humming his tune. I am looking at the world through his eyes. I drink the blood of his enemies and taste the rotting bodies. I feel the sin sprouting under my skin. I hear screams in my head. I hear them calling me. I hear the calling of the ones that through him have already found their eternal shelter. Free them, my lord! Free them, and take me instead! Fulfill your revenge! At the hour of my death, an army of angels comes out from the orange light. Their song is made of one powerful voice. I feel their presence, their twisted faces, their black eyes drilling into my consciousness. They demand to finish the work. Oh, his presence is overcoming me. So poor and defenseless. What have they done to you? What harm? There is a place. You were there, and so was I. A huge gate, and the Creator hidden behind it. Only those few who touched him could understand, but you could. You understood, and I understood through you. Alter Schwede, Junge. Wird immer krasser hier alles. Die ganze Geschichte. Was mussten die Leute hier wohl alles durchmachen, wa? Ganz ehrlich jetzt mal. Krasse Scheiße, ey. Hammer. Jetzt stellt sich... Alter, wir gehen hier lieber erstmal nochmal kurz rein. Jetzt stellt sich mir die Frage... Karte. Jetzt hätten wir hier noch die 62. Das muss doch hier irgendwo sein, ne? Genau, das wäre jetzt denn hier unten noch. Wenn wir jetzt wieder abbauen, ich muss mir die Karte ja jetzt wieder auf Kopf vorstellen, ne? Hier ist ja jetzt diese Kirche. Auf Kopf. Einmal bitte drehen. Dann müssten wir jetzt eigentlich nach rechts oben, also rechts dem Weg folgen. Und dann, wenn da wieder so eine Kreuzung kommt, auch wieder rechts. Alles klar. Alles klar. Kriegen wir hin, denke ich mal. Jetzt wäre halt nur so ein Speichern wäre jetzt noch ganz schön gewesen, aber naja. Vielleicht haben wir ja Glück und hier kommt gar nicht großartig was. Irgendwo hört doch hier schon wieder ein Zettel flattern, oder? Was höre ich hier? Ach, hier ist ein Lager! Oh, super! Super geil! Das siehst du, jetzt hat er doch gespeichert. Ja, eine Schnellreise lohnt sich ja jetzt gar nicht. Das ist ja eigentlich Quatsch. Aber es ist schon mal sehr schön, dass er wenigstens gespeichert hat. Das ist sehr, sehr schön. Wir sind von da gekommen, ne? Rechts müssen wir jetzt dann, ne? Habe ich gesagt, rechts. Ne, eigentlich können wir... Doch, wir müssen da... Ah, doch, alles klar, alles klar. Eigentlich müssten wir ja jetzt hier lang gehen, ne? Hier lang kommen, meine ich so. Hauptsache hier kommt jetzt nicht gleich wieder so ein Vieh, ey. Aber bis jetzt sieht das eigentlich noch relativ gut aus. Aber der Schneesturm nimmt auch mehr zu. Bin ich der Meinung, je mehr wir finden,
Je mehr wir finden, umso schlimmer wird das alles hier irgendwie, ne? Bin ich bald der Meinung. Und ich habe auch ein bisschen Bedenken, was diese Brücke hier angeht. Aber da kommen wir gar nicht weiter, ne? Ich laufe jetzt einfach mal. Doch, doch, wir können darüber. Irgendwo hört hier ein Zettel. Ist der hier? Oder ist der... Ah, der ist bestimmt da drüben, ne? Auf die andere Seite. Oder flattert der hier irgendwo? Nee. Alter. Gefährliches Spiel hier wieder. Ach. Wie soll ich... Ist das da ein Loch? Da geht so runter, ne? Da komme ich doch niemals rüber jetzt. Oder doch? Ja, ey, nein! Oh. Oh. Alter, ich glaube, da habe ich eben mehr Glück als Verstand gehabt, ne? Kann man hier lang auch? Nee, scheiße. Oh, jetzt komme ich hier gar nicht mehr hoch, ne? Oder? Komm, geh hoch hier. Ja. Weiter. Geh doch bitte weiter hier. Oh, okay. Alter. Irgendwo ist hier ein Zettel. Der ist hier oben auf der Brücke. Definitiv. Kommen wir vielleicht von hier aus da wieder. Ah, alles klar. Da muss irgendwo ein Zettel noch. Nee. Ach, da hängt er ja. At night, strange sounds coming from the forest did not let us sleep. It's hard to tell what it was. It sounded to me like someone was calling me, but the rest of the group said it had been some kind of humming. We will ask the locals if we meet them again. In the morning, everyone was a bit scared, but after breakfast, our moods improved. We set off up the river. The snow isn't really that deep, but it's wet and it sticks to the skis, so it's hard to move. We passed a couple of cliffs, and after a couple of meters, the area became more flat. Finally, around 5:30 p.m., we stopped to set up a camp. It is our first night under canvas. We were very tired. We tried to prepare for tomorrow's walk, but hunger was stronger. Then exhaustion overcame us. We sat around the fireplace and talked, or rather whispered. We were afraid to speak louder because of the surrounding atmosphere, as if this place was sacred or haunted. At last, we took shelter in the tents. Somehow, nobody feels like sleeping. We thought someone was passing by on the trail nearby, so the boys went to check it out, but there was nobody there. Maybe it was some animal. Again, I can hear the sounds from the forest. Tja, das kann ich mir gut vorstellen. Da wäre mir auch nicht nach Schlafen zumute. Der Schnee war zwar nicht tief, aber nass. Naja, dann heißt es ja eigentlich, dass das taut, ne? Oh oh. Wie jetzt wieder ab? Dunkler wird's ja auch. Alter, ich habe auch ständig das Gefühl, dass von hinten was kommt, aber dann doch wieder nicht. Zeigt er uns eigentlich die Brücke auch an, oder? Ah, die Brücke wird wahrscheinlich das hier sein, ne? Da haben wir gerade den Zettel gefunden. Alles klar, jetzt müssen wir uns einfach nur immer rechts halten. Rechts. Und dann müssten wir hier rauskommen. Alles klar. Dann müssen wir uns immer... Aha. Wir müssen uns nur immer schön rechts halten. Alter, das ist doch auch so ein komisches Lager hier, oder was? Und jetzt sind wir auch tatsächlich noch zu diesem ja, Sendemast, ist das wohl. Sind wir da tatsächlich auch noch hingekommen. Und hier liegt ein abgestürztes Flugzeug, oder was ist das hier? Das sieht verdammt danach aus, ne? Nee, das ist so ein Gebäude hier. Was ist denn hier passiert, Alter? Alter, mach keinen Scheiß. Lass hier bloß kein sein. Da hinten sehe ich schon wieder was.
Aber ich höre hier auch schon irgendwo einen Zettel klattern. Okay, da befinden wir uns jetzt gerade. Wo ist der Zettel? Wo ist der Zettel? Wo komme ich hier auch wieder raus? Boah, der geht auch nirgendwo hoch, ne, der Typ. Der geht nicht mal hier rüber. Alter, ey. Glitsch mich hier noch fest, ey. Okay, wir kommen also wohl nur... Kommen wir wenigstens hier hoch. Oh, das ist ja unglaublich. Ah, da hinten ist auch der Zettel. Da möchte ich ganz gerne auch zuerst hin. Hoffentlich bleibt die Person da noch stehen, wollte ich gerade sagen. Oder der Geist oder wie auch immer. Aber nö, bleibt sie natürlich nicht. Hohoho. Ja. Ja, Leute. Also, um den Part nicht zu lang jetzt hier wieder in der Länge zu ziehen. Ne? Drückt auf Pause. Hier, drückt auf Pause. Und das geht auch direkt weiter denn jetzt hier. Wir gehen hier rein. Ach du Scheiße. Das gefällt mir schon wieder gar nicht hier drin. Was war das eben? Was hat denn eben so geballert? Alter, alles kaputt hier, wa? Der Bunker ist das hier bestimmt, oder was, ne? Irgendwie sowas in der Art, nehme ich mal an, ne? Das sieht jedenfalls verdammt danach aus. Da liegt doch schon wieder irgendwas, ne? Oder was ist das denn? Ach nee, das ist nur Reflexion vom Licht. Und wie kann hier noch Licht brennen überhaupt? Frage ich mich gerade. Alter, jetzt kommt gerade wieder richtig... Läuft mir gerade wieder ein richtiger Schauer über den Rücken. Alter, krasse Scheiße hier. Gehen die Türen auf? Natürlich nicht. Alter! Alter. Oh. Ah. Luft holen. Einwandfrei. Alter, ich hatte doch die Taschenlampe an. Wieso ist der nicht wieder abgehauen? Oder wenigstens kurz stehen geblieben. Oh, Alter. Uiuiuiuiui. Ich sollte mir vielleicht auch mal demnächst auch tatsächlich mal eine Facecam besorgen, damit ihr mal sehen könnt, wie ich hier zusammenzuck. Alter Schwede. Das ist immer wieder so ein Schreckmoment, aber ich finde das ja, wie gesagt, das ist ja bei Horrorspielen, ich finde das ja geil. Man will sich ja auch gruseln, ne, und erschrecken, aber wenn denn soweit ist, dann denkt man sich, oh, fuck, Alter. Okay, wo war das jetzt hier? Aha, alles klar. Den Zettel haben wir, ne? Ja klar, der war ja da. Da speichert er ja dann immer wenigstens noch. Okay, jetzt wissen wir ja wenigstens schon mal, was hier passiert. Und vielleicht sollte ich einfach gleich direkt weiterlaufen, oder? Wir probieren das jetzt einfach mal, sobald das knallt hinter uns. Laufe ich einfach los. Und hier rein. Uiuiuiuiuiui. Alter, was ist denn jetzt hier? Wer ist das denn? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, guck mal, hier wächst ja schon der Moos. Der Moos wächst hier. Wenn da die Vera sehen würde. My dear Vera, I'm spending my time in the Institute on long walks in the park. Only here I can find solace, only in the shadows of the trees. My thoughts are peaceful when I see how the sun brushes the green leaves and the wind covers my face in a gentle, warm blow. The doctors say the worst is behind me. The breakdown was temporary. It's difficult for me to say what triggered this state.
I know you'll never forgive me for what I've done. The tragedy that I have contributed to shall never find any justification nor explanation. I can only cover it up with madness. But I am aware that this is a pathetic excuse, and I'm not able to hide behind it. I take full responsibility for what happened, and I am prepared to be punished. The doctors, however, say I will probably not leave the Institute. You must know I would rather rot in prison 100 times for what I have done to you. I have to confess, I tricked you. I knew you would never, ever want to hear what I have to say to you. That is why I sent my friend with this letter to your sister, and after a lot of persuasion, she agreed to read it to you. I thank her from the bottom of my heart for this. I'm ending this letter. I want to bore you no more. I love you and believe that someday, hopefully, I will be able to tell you all this in person. Luckily, my friend Anton is by my side at all times. He was the one that went to your sister. I hope this letter finds you both well and in good health. I wish you all the best. Forever yours, Vitali. Krasse. Ist jetzt hier zu? Alter, ich höre die ganze Zeit Schritte hier. Das sind definitiv nicht meine. Oh, Alter, jetzt geht ja nochmal richtig zur Sache hier, Alter. Mach doch so einen Scheiß nicht. Hallo? Boah, Alter. Sorry, wenn ich jetzt gerade so ruhig bin wieder, aber ich bin hier gerade voll angespannt, Alter. Hier kam doch das Biest raus. Alter, bloß raus hier. Boah. Ey, Alter. Okay, jetzt hätten wir damit dann also auch die... Genau. Alter Schwede. Eigentlich könnten wir jetzt... Scheiße. Wir haben bloß noch eins, ne? 45... 84, genau, das war nämlich der Wald, ne? Hier. Nee, hä? Ach doch, 45. 84. Genau, hier in dem Wald. Da müssen wir noch hin. Da wäre wahrscheinlich auch das cleverste, wenn wir... Ich weiß jetzt nicht, ob sich das noch lohnt, überhaupt zurückzugehen jetzt. Und dann von da aus... hier halt hinreisen. Das wäre wahrscheinlich das Klügste, ne, oder? Ich meine, jetzt sind wir hier. Könnten wir auch eigentlich... Eigentlich ist die Job hier gesprungen, ne? Eigentlich ist das dann sogar noch kürzer. Wir brauchen jetzt nur wieder diesen Weg hier lang. Das heißt, der Leuchtturm... ich sag mal Leuchtturm. Der Sendemast ist ja jetzt direkt hinter uns. Das heißt, hier lang. Dann immer einfach den Weg folgen. Niemals abgehen. Kann eigentlich nicht so schwer sein, ne? Das heißt, genau hier ist der ja jetzt hinter uns. Theoretisch müssen wir dann einfach nur hier lang. Hier muss jetzt irgendwo ein Weg sein. Sollte jedenfalls. Scheiße, jetzt bin ich mir schon nicht sicher, ob das...
geht gar nicht weiter. Aber vielleicht ist hier noch wieder irgendwo was. Wenn wir schon mal hier sind. Dann gucken wir natürlich auch noch gleich wieder. Aber das sieht gar nicht danach aus. Nee. Gut. Und normalerweise ist ja bloß der eine Weg denn jetzt hier, ne? Normalerweise können wir uns ja auch gar nicht dann irgendwie verhaspeln hier. Oder falsch laufen. Machen wir das Licht aus. Es geht ja jetzt eigentlich nur hier lang, oder? Ich hoffe, dass ich richtig liege hier mit meiner Theorie. Da ist die Kirche. Okay, danach können wir uns jetzt auch noch ein bisschen orientieren. Scheiße, das heißt, wir sind jetzt hier schon wieder irgendwo, ne? Wir stehen wahrscheinlich hier jetzt gerade, oder? Wir müssen auf jeden Fall nach da. Oh Mann, Alter, das ist manchmal echt nicht so einfach. Boah, der Typ, der kann auch nicht 2 Meter laufen. Das ist doch da hinten. Ist das nicht sogar da, wo wir hin müssen? Ich sag dazu jetzt nur Wald, weil das hier so diese Dinger da so drin ist, stehen, ne? Das ist bestimmt das da hinten, oder? Alter, wisst ihr, wie weit das ist? Scheiße, jetzt weiß ich schon wieder gar nicht. Eigentlich können wir ja nur hier lang, ne? Hier ist die Brücke. Da, warte mal, da ist die Brücke. Da ist die Brücke. Da ist die Brücke. Da ist die Brücke. Sprich, wir sind hier. Boah, nee, komm. Wisst ihr was? Ich laufe zum Lager zurück. Das ist mir zu doof. Wenn wir denn zurückkommen überhaupt. Das ist hier echt so... Nee, scheiße, wir kommen gar nicht zurück. Oder doch? Vielleicht doch. Wenn er hier hochgeht, ein bisschen so. Wird wahrscheinlich nicht. Scheiße, Mann, ey. Gibt's doch gar nicht. Eieieiei. Okay, wir müssen dann also hier lang. Einen anderen Weg gibt es ja jetzt dann eigentlich gar nicht. Oh, gleich wieder das Bild total verschwommen. Vielleicht, wenn ich kann. Du kommst ja eigentlich nur hier lang. Klar, wir müssen hier wieder runter. Zack. Und zack. Wir gehen jetzt hier wieder komplett nach unten. Den Baumstamm hier runter. Vorsichtig. Immer schön sachte. Okay, jetzt sind wir wieder in diesem Tal. Ich versuche jetzt noch zu dieser Höhle zu kommen. Hauptsache hier kommt jetzt wieder nichts. Das hört sich wieder so komisch an. Ah, das scheint wohl zu gehen. Okay, jetzt sind wir wieder drin. Das war nämlich dieser Durchgang, ne? Genau, daran kann ich mich noch erinnern. Das war nur so ein Durchgang. Okay, Leute, und wisst ihr was? Ich würde sagen, genau in dieser Höhle haben wir jetzt ein bisschen Ruhe, auch vor dem Sturm auch und alles. Ne? Würde ich sagen, wie das hier weitergeht, das und noch viel mehr, sehen wir dann im nächsten Part. Alter, ich krieg schon Hallus hier, Junge, ganz ehrlich mal jetzt. Was? Alter, halt die Fresse. Boah, was geht mit dir ab, Alter?
Nee, Leute. Okay, ich werde mich jetzt von euch verabschieden. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn das heißt Kholat. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.